Lisa beginnt mit dem spaßigen Teil, Eier trennen. Trenne also vorsichtig Eiweiß und Eigelb von 5 Eiern in 2 Schüsseln. Und falls dir ein kleines Missgeschick passiert, ist nicht schlimm. Sorge einfach dafür, dass du das Eigelb sehr sorgfältig herausfischst, damit dein Eischnee schön steif wird. Übrigens, eine kleine Prise Salz beim Schlagen stabilisiert den Eischnee. Das Eiweiß steif zu schlagen, das ist fast wie Zauberei. Du startest mit einer flüssigen Masse und endest mit einer festen, glänzenden Schneewolke. In der anderen Schüssel nehmen die Eigelbe ein süßes Bad mit Zucker und Vanillezucker. Schaumig aufgeschlagen entsteht hier die Basis unserer Geschmacksexplosion. Gebt nun die weiche Butter hinzu und lasst sie sich mit dem Eigelb vereinen. Anschließend folgen Mehl, Backpulver und eine Prise Salz. Die heilige Dreifaltigkeit der Backkunst. Der Tres Leches Kuchen ist eines der leckersten lateinamerikanischen Desserts. Doch über das Ursprungsland herrscht Uneinigkeit. Einige sagen Mexiko, andere Nicaragua, aber ich denke, ihr könnt euch schon meine Meinung vorstellen. Hebt nun die steif geschlagenen Eiweiße ganz behutsam unter den Teig. Das Unterheben des Eischnees ist ein Akt der Liebe und Geduld. Mach es also vorsichtig, um die Luftigkeit nicht zu verlieren. So ungefähr soll es ausschauen. Jetzt kannst du eine eckige Form sorgfältig buttern und dieses fluffige Wunder hineingeben und gleichmäßig verteilen. Unser Kuchen darf jetzt für ca. 30 Minuten in den Ofen, um zu goldener Perfektion zu backen. Währenddessen entsteht ein Zaubertrank aus Kondensmilch, gezuckerter Kondensmilch und normaler Milch. Ein Trio, das unserem Kuchen seine unvergleichliche Saftigkeit verleihen wird. Und wenn dir das Video bis jetzt gefällt, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Das wäre schon echt nett von dir. Nach der Backzeit, noch heiß und duftend, empfängt Lisa den Kuchen mit einer Reihe von Löchern. Eine Einladung für unseren Milchmix, sich tief ins Herz des Kuchens zu ergießen. Danach kannst du den Kuchen kühl stellen, bis die Milchmischung eingesaugt ist. Geduld ist die Zutat, die hier nicht auf eurer Liste steht, aber den Unterschied absolut ausmacht. Daraufhin wird der Kuchen mit geschlagener Sahne bestrichen, die sanft wie eine erste Schneedecke liegt. Wie steif die Sahne geschlagen wird, ist, denke ich, Geschmackssache. Hauptsache schmeckt. Ich mache da immer gerne ein paar Beeren drauf. Da sind jetzt Erdbeeren und Heidelbeeren drauf. Himbeeren eignen sich auch ganz gut, einfach nur damit man so eine kleine Säurennote mit da reinpackt, weil der doch schon sehr süß ist und auch eine ziemliche Kalorienbombe, aber schmeckt allen. Aber trotzdem ist es ultra geil, kocht es nach und bis zum nächsten Mal.